Herzlich willkommen bei einer weiteren Folge Lasst uns lesen. Wir machen weiter mit den deutschen Sagen gesammelt von Brüder Grimm. Auf der Seite hier werde ich die Seite einblenden, die ich gerade lese, damit wir gemeinsam lesen können. Und dort oben ungefähr, da werde ich eine Infokarte zeigen, die euch nochmal zu den anderen Folgen bringt, falls ihr die verpasst habt. So, werde ich erstmal meine Lesehilfe aufsetzen. Dann blättern wir mal. Ich muss sagen, ich bin jetzt mit der gebrochenen Schrift jetzt deutlich geübter. Ich hoffe, es geht euch genauso, falls ihr seit der Folge 1 dabei seid. Also das S und das F zu unterscheiden, klappt mittlerweile ziemlich gut. So, wo waren wir das letzte Mal? Genau, der Kobold hatten wir in der letzten Folge. Genau, hier war auch das Bild hier dabei. Genau, dann der Hinzelmann, der den anderen in der gewatscht hat. Kehlkropf, genau, Bergmännchen und der Gemsjäger. Ich hatte übrigens mal geschaut im Weltnetz. Die Gemsen sind tatsächlich kleine Ziegen mit so kleinen spitzen Hörnchen. So. Sind doch heimisch bei uns. Ob es immer noch so ist, weiß ich nicht. Das habe ich jetzt so nicht gesehen, aber kleine Ziegen. Kleine Zieglein. So. Der Zwerg und die Wunderblume. Ein junger armer Schäfer aus Sittendorf bei Roßla in der Goldenen Aue trieb einst am Fuße des Kyffhäusers und stieg immer trauriger den Berg hinan. Auf der Höhe fand er eine wunderschöne Blume, dergleichen er noch nie gesehen, die pflückte er und steckte sie an seinem Hut, seiner Braut ein Geschenk damit zu machen. Mehr konnte er ihr nicht bringen, denn die beiden Leutchen waren blutarm und wussten nicht, wie sie Hochzeit machen sollten. Wie er nun weiterging, fand er oben auf der alten Burg ein Gewölbe offen stehen, nur der Eingang war etwas verschüttet. Er trat hinein, sah viele kleine glänzende Steine auf der Erde liegen und füllte seine Taschen mit diesen herrenlosen und anscheinend wertlosen Gute. Nun wollte er wieder ins Freie, da erscholl eine dumpfe Stimme. »Vergiss das Beste nicht!« Er wusste nicht, wie ihm geschah und wie er herauskam aus dem Gewölbe. Als er wieder in der Sonne stand und seine Herde wieder sah, schlug die Tür, die er vor dem gar nicht bemerkt hatte, mit krachend hinter ihm wieder zu. Als er darauf nach seinem Hute fasste, bemerkte er, dass die schöne Blume abgefallen war. Sie musste wohl in dem Gewölbe liegen. Da stand auf einmal ein Zwerg vor ihm. »Wo hast du die Wunderblume?« fragte er ihn. »Verloren«, antwortete der Schäfer. »Dir war sie bestimmt«, fuhr der Zwerg fort, »und sie ist mehr wert als die ganze Rothenburg.« Als der Schäfer am Abend in seine ärmliche Wohnung nun in seine Taschen griff, um die gefundenen Steine zu betrachten, fand er, dass sie alle in gutes Gold verwandelt waren. Darüber ward er herzlich froh, denn das Vermögen reichte ihm, ein Anwesen zu kaufen und eine Hochzeit auszurichten. Die Blume ist seitdem verschwunden, obschon sie eifrig gesucht wurde. Auch nach den bunten Steinchen ist Nachfrage gewesen, und kühne Schatzgräber haben den ganzen Berg danach durchwühlt. Auch auf den Questenburg gegenüber am Harz haben sie gesucht, weil verborgene Schätze rucken. Ja, das war jetzt mal so eine kurze Sache. Ich möchte anmerken, dass dieses plötzliche Auftauchen von Zwerge, die dir dann plötzlich irgendwie irgendeine Botschaft geben, doch ziemlich oft vorkommen. Also ich habe das jetzt schon ein paar Mal gelesen, auch im Zuge der Vorbereitung für das hier. Und es ist schon eine seltsame Art, den Verlauf einer Geschichte voranzutreiben. Ne? Ganz plötzlich steht dann da ein Männchen und sagt, du wirst reich. Aha, und ich werde reich. Oder so zum Beispiel, ja. Es kommt ziemlich oft vor, finde ich. Ich will nicht sagen, dass das ein bisschen arm ist. Also, diese Sagen sind keine perfekt ausgebauten Geschichten, wenn man so will. Ja, perfekt. Diese Sagen sind sehr, wie sage ich das jetzt? Da ist viel Wunschdenken drin halt, ne?
Das sind ja keine richtigen Geschichten, die sich jemand ausgedacht hat, sondern das sind ja von Mund-zu-Mund-Übertragung, Mund-zu-Mund-Übertragung, also durch das Sagen und Hören immer weitergetragen, von Generation zu Generation. Und da hat sich wahrscheinlich die Urgeschichte war mal richtig Knorke, ja, da hatte das wahrscheinlich richtig viel Biss, aber irgendwann hat sich die Sage wahrscheinlich bis auf das Einfachste heruntergedampft und da ist einfach dann irgendwann einfach mal ein Zwerg gekommen und hat gesagt, du. Naja, und so war es dann halt auch. Naja, vielleicht kommt ja irgendwann auch mal ein Zwerg zu mir und sagt, äh, geh da nicht hin, da wartet der Tod. Und ich so, Dankeschön, dann gehe ich wieder. Oder da ist ein Schatz, da ist Geld. Ha, cool. Ach, da ist ja eine Bank. Ja, super. Wie komme ich denn da rein? Hier, zack, bin ich drin. Haha, ich bin der Zwerg. Naja, wie auch immer. So, Wassergeister. Wenn früher Tanz im Dorfe war, dann nahte auch wohl der Wassermann, der einen sehr Wassergeister war, hieß die Dings, nicht Wassermann. Habe ich Wassergeister oder Wassermann gesagt? Wassergeister. Ich mache nochmal von vorne. Wenn früher Tanz im Dorfe war, dann nahte auch wohl der Wassermann, der einen sehr schmucken Burschen glich, auch ein sehr feines, sittiges Benehmen zur Schau trug und nur daran zu erkennen war, dass er ein Zipfel seines Rockes beständig nass blieb. Er reichte allen die Hand und forderte dann ein Magdlein zum Tanze auf. Aber die mochte sich vorsehen, denn der Wassermann wusste zu berücken, tanzte in immer weiteren Kreisen um die Linde und verschwand schließlich mit seinem Raube im nahegelegenen See. In Halle an der Saale wurde in alter Zeit Wasserjungfrauen gesehen, die kannte man an ihren großen, grässlichen Augen und einem ewig nassen Schürzenzipfel. Sonst unterschieden sie sich durch nichts von den anderen Bürgermädchen. Sie sahen gerade aus, grüßten und dankten niemanden und machten auf den Märkten Einkäufe. Da konnten sie gerade so feilschen oder an der Ware mäkeln wie die anderen Weiber. Hatten sie ihre Sachen eingehandelt, so gingen sie davon und verschwanden im Flusse. In Äpfelbach bei Hinzelheim in Baden kamen regelmäßig 3 wunderschöne weiß gekleidete Jungfrauen in die Spinnstube des Dorfes. Da waren sie gern gesehen, denn sie brachten neue Lieder mit und erfreuten durch ihre Geschicklichkeit die Fäden zu drehen, den Faden zu drehen. Ihre Röcke waren immer die schönsten. Mit dem Schlage 11 standen sie auf, packten ihre Rocken zusammen und ließen sich durch Bitten und Zureden keinen Augenblick halten. Man nannte sie die Jungfern und Schwestern aus dem See, wusste aber sonst nichts, woher sie kamen und wohin sie gingen. Die Burschen verliebten sich in die Wassermädchen, vor allem des Küsters Sohn. Der hatte sein Herz ganz an eine verloren und war immer unglücklich, wenn sie um 11 Uhr aufbrachen. Er hätte gern die Nacht mit der Geliebten verplaudert. Da kam er auf den Einfall, die Dorfuhr 1 Stunde zurückzustellen. Als es nun 11 Uhr schlug und doch eigentlich 12 war, was niemand sonst in der allgemeinen Fröhlichkeit auffiel, packten die Jungfrauen ihre Habe zusammen und verschwanden wieder, diesmal aber für immer. Der Sohn des Küsters grämte sich darüber so sehr, dass er abmagerte und bald darauf starb. Oh, das war mal wieder eine recht düstere Geschichte, wenn man so will. Also zumindest das Ende ist so ein bisschen düster. Ja, wer weiß, was wohl. Was mit der Zeit zurückstellen, das habe ich mal in irgendeinem anderen Märchen mal gelesen, glaube ich. Da gab es auch so was Ähnliches wie das hier. Oder für sich, wo ich das hier habe, keine Ahnung. Aber auf jeden Fall hatte ich das mal an einer anderen Stelle schon mal gelesen. Ja, wahrscheinlich sind die Jungfrauen dann nach Hause gekommen und haben dann erstmal eine Schelle gekriegt, warum sie zu spät gekommen sind. Vom Wassermann. Oder vom Wasservater, der dann gesagt, wo seid ihr? Naja, gut, dann ist er halt abgemagert und darauf gestorben. Da kann ich euch generell, ich weiß jetzt nicht, wie viel Männer und Frauen mir hier zuschauen, aber sich einen Menschen hinterherrennen, das lohnt nicht. Das lohnt wirklich nicht. Also die Zeit, das Ding ist auch immer, jetzt schweife ich wieder ab, tut mir leid, ihr könnt wieder springen, wenn euch das nicht gefällt.
das ist immer so ein bisschen so, das hat man ja als Jugendlicher ganz gerne, davon rede ich auch durchaus aus persönlichen Gedanken, dass man sich so denkt, ähm, ja, man tut sich selbst weh oder ja, man begeht Selbstmord, ja, so selbstmörderische Gedanken aus Liebeskummer. Damit würde man jetzt den anderen bestrafen damit, ja. Das hast du davon, ich habe mich selbst getötet, das hast du davon, damit musst du jetzt leben. Die Realität ist aber meist so, dass die Zeit einfach weitergeht. Die Uhr dreht weiter, die Welt dreht sich weiter. Und ja, diese Personen werden sich wahrscheinlich ein paar Monate schlecht fühlen, aber irgendwann finden sie jemand Neues und du bist vergessen. Also, das lohnt sich sowas von gar nicht. Dann gibt es bestimmt tausend andere Wege. Ich meine, ich habe mal gehört, dass Frauen haben ja das Privileg, dass sie den Mann aussuchen. Es ist meistens, man sagt ja so, ja, man findet sich zwei finden sich, aber eigentlich ist es eher so, dass die Frau den Mann aussucht als andersrum. Kann natürlich auch Ausnahmen geben, aber meist ist das so. Die Frau hat in der Partnerfindung immer ähm, eine besondere Rolle. Ja, sie sucht sich halt den Mann aus, ja, wie schon gesagt. Und dann kann zum Beispiel so eine, jetzt nicht, wenn das Liebeskummer jetzt nicht zum Beispiel zu Selbstmordgedanken führt, sondern da kann die Frau sogar oder das Mädchen, was auch immer, den Jungen sogar zum etwas anderes antreiben. Statt dass der Junge dann plötzlich sagt, Scheiße, ich bringe mich um, bababab. Das habe ich gerade schon oft gesagt, jetzt ist es ein bisschen düster hier das Thema. Kann es aber auch sein, dass aufgrund dessen, dass die Frau oder das Mädchen den Jungen oder den Mann ähm, also verschmäht, dass der junge Mann sich denkt, ja, dann muss ich wohl besser werden. Ja, und dann arbeitet er an sich und versucht sich zu verbessern, um einen höheren Wert zu erlangen, um aufzusteigen, sowohl gesellschaftlich, sowohl geistig als auch körperlich und quasi nicht immer, ich würde dann sagen, nicht mal so sehr, also dass diese Motivation dahinter kann manchmal sogar sein, dass es einfach um denjenigen zu sagen, guck mal, was du verpasst hast. Guck mal, wie geil ich bin. So ähnlich so, ja. Und dann erinnerst du dich zurück und die sagen, du siehst ja so toll aus. Und dann denkt sich derjenige, wisst ihr was? Vor Jahren war ich einmal hier, da war es dir völlig egal. Und schau mal, wie ich jetzt bin. Jetzt bist du mir egal. So eine gewisse Rache, ja, so ein bisschen giftig sein. Ich meine, wenn es denjenigen dann verbessert, ist es dennoch eine gute Motivation. Es ist vielleicht, es ist vielleicht eine, ich will nicht sagen moralisch, es ist vielleicht keine positive Motivation, etwas sich so zu verbessern, aber das Ergebnis spricht ja dann für sich. Ne? Jetzt bin ich wieder sehr abgeschweift. So, für alle jetzt Hallo. Jetzt geht's weiter. Die übersprungen haben. Der Drache. Richtig geil. Richtig geil. Da freue ich mich. Der Drache ist super. Ich mag Drachen. Wer nicht? Das Alpenvolk in der Schweiz hatte noch viele Sagen bewahrt von Drachen und Lindwürmern, die ehedem auf den Gebirgen hausten und verheerend in die Täler einbrachen. Noch jetzt, wenn ein ungestümer Waldstrom hervorbricht, der Felsen und Bäume mit sich reißt, pflegte das Volk zu sagen, es ist ein Drache ausgefahren. Die Scheusale hausten meist in Höhlen auf den Bergen, fuhren von dort wie ein Blitz hervor und raubten Menschen und Vieh. Kühne Helden unternahmen es daher, das Land von solcher Plage zu befreien, doch schlug ihnen das nicht immer zum Guten aus. In Unterwalde, in dem Dorf Wühler, hauste ein solcher schrecklicher Lindwurm, der alles, was ihm begegnete, anfiel, so daß der Ort ganz verödete. Ein Eingeborener aus diesem Orte, Winkelried mit Namen, hatte nun eine schwere Mordtat wegen landflüchtig werden müssen. Der entbot sich, den Drachen anzugreifen und umzubringen, unter der Bedingung, dass man ihn unbehelligt wieder in der Heimat wohnen lassen möchte. Da wurden die Leute froh und erlaubten ihm die Rückkehr, falls er Wort hielte.
Winkelried ging nun den Drachen kühn entgegen, und als das Ungeheuer ihm mit geöffneten Rachen feuerschnaubend entgegenfuhr, um ihn zu verschlingen, stieß er einen Bündel Dornen hinein. Während nun der Drache diesen Auszug speien suchte, versäumte er seine Verteidigung, und der Held nutzte die Blöße und stieß ihm das Schwert ins Herz. Frohlockend hob er den Arm auf, womit er das Schwert hielt, damit sie unten im Tale von seinen Siegestat Kenntnis erhielten. Aber da floss ein wenig von dem giftigen Drachenblute in eine kleine Wunde, die er sich zugezogen und nicht weiter beachtet hatte, und er musste bald darauf das Leben lassen. Doch war das Land errettet und Winkelrieds Blut hat gesühnt. Lange danach zeigte man noch das Tieres Wohnung im Felsen. Ähnlich erging es dem Ritter Hans von Frankenstein, dessen Schloss nicht weit von Darmstadt lag. Im Dorfe ist ein Brunnen, aus dem die Leute ihr Wasser holen müssen. Dicht dabei hatte sich ein Lindwurm gelagert, der nicht zu schöpfen erlaubte, wenn ihm nicht täglich ein Rind oder Schaf geopfert wurde. Solange der Drache daran fraß, hatten sie vor ihm Ruhe. Solches Unwesen mochte der Ritter Hans nicht länger mit ansehen. Er beschloss daher, mit dem Untier den Kampf zu wagen, sollte es ihm auch das Leben kosten. Wohlgerüstet lief er das Untier an, und nach einer großen Mühe glückte es ihm, dem Wurme den Kopf abzuhauen. Da es ihm aber vorkam, als ob das Friesenleib, das sich bäumte und hin und her zappelte, noch Verderben drohte, wollte er auch den durchstechen. Da ringelte sich der spitze Zweif um den Ritters rechtes Bein und stach ihn in die Kniehöhle, die nicht durch ein Panzer geschützt war. Weil nun der Drache giftig war, musste der Ritter das Leben lassen. Er ist in der Kirche zu Oberberbach begraben worden. Da wird auch sein Grabmal gezeigt, der ihn in voller Rüstung auf einen Lindwurm stehend zeigt. Super, oder? Das ist Hammer. Ich mag das. Also Drachen sind super. Also, für die jetzt nicht, aber generell. Ja, da war noch etwas Kleingedrucktes dabei. Wartet mal, das lese ich auch mal vor. Das ist nur ganz, ganz kurz. In der hellenischen Sagenwelt ist der Drache nicht fremd. Apollon erlegte den Phyton, Herakles die legendäre Schlange, ein Sternbild führt den Namen des Drachen. Okay, das war jetzt nur mal als ein kleiner Zusatz. Da gibt es bestimmt noch mehr Sagen davon, könnte ich wetten. Das war jetzt wahrscheinlich nur so ein kurzer Auszug. Der Ritter Hans von Frankenstein, den kenne ich auch nicht. Ich dachte immer, Frankenstein ist der Professor, der dann sein Monster da erschaffen hat. Aber nicht schlecht, finde ich super hier. Gut. Drachen. Und wir kennen ja aus The Witcher, da habe ich es tatsächlich das erste Mal so mitgekriegt. Ein Wyvern, oder wie ist das, Wymern oder sowas, ist nicht dasselbe wie ein Drache. Da ist ja auch so, immer wenn du jetzt habe ich schon sehr oft Witcher angesprochen in den Folgen, ne? Aber es ist ja einfach ein super Spiel. Das ist ja auch immer so, immer wenn ihr am Rand der Karte geht, dann sagt er, da gehe ich nicht hin, da leben Drachen. Und ich weiß nicht, ob ihr mal, ist ein Spoiler, ne? Ihr könnt wieder zum nächsten springen. Ich glaube in irgendeinem, ich habe jetzt nicht alle Witcher, also nicht alle Romane gelesen vom Herr polnischer Name, polnischer Schriftsteller. Da habe ich das tatsächlich gelesen mit dem Drachen. Das ist so ein goldener Drache, der sogar sprechen kann, der sich sogar tatsächlich in einen Menschen verwandeln kann. Und Geralt kommt mit ihnen so in die Quere. Und es ist irgendwie, eigentlich wird versucht, ihn zu töten, den Drachen. Also er wird dann mit einer kompletten Garde geht er mit, die wollen diesen töten. Aber der trickst die dann irgendwie aus. Und ich weiß nicht mehr genau, wie es war. Aber der Drache war wohl, das wird da als ein sehr heftiges Tier beschrieben. Sehr klug, ja, nicht nur giftig, nicht nur feuerspeiend, sondern auch ein Panzer, den du nicht einfach so mit dem Schwert durchdringen kannst. Und auf jeden Fall einen Wyvern um Längen überlegen. Ja.
So viel zu Drachen. So. Die nächste Sage. Der Werwolf. Ich habe euch gesagt, das wird toll. Letzte Folge. In den altdeutschen Wäldern gab es nicht nur viele Wölfe, die Unheil anrichteten, sondern auch Menschen, die sich in Wölfe verwandeln konnten. 3 Bauern gingen einst zusammen in den Wald, um Holz zu schlagen. Sie waren Nachbarn und hielten gute Freundschaft. Den dritten aber trauten die beiden anderen nicht und glaubten, dass bei ihm nicht alles richtig sei. Es war der Jüngste unter ihnen. Von der Arbeit und Wärme wurden sie müde. Als daher der Jüngste vorschlug, ein wenig zu rasten. Um zu schlafen, legten sie sich den Schatten und nickten ein. Nur der Älteste nicht, der tat nur, als ob er schliefe, hielt aber die Augen halb offen. Nach einer Weile sprang der Jüngste auf, überzeugte sich davon, dass die beiden Nachbarn schliefen, warf seinen Gürtel ab und stand auf einmal als Wolf da. Auf einer nahen Wiese graste ein Füllen, darüber fiel er her und fraß es mit Haut und Haar. Danach kehrte er zurück, legte seinen Gürtel wieder an und sah nun wieder aus wie vorher. Als sie im Dorfe angekommen waren, klagte der Jüngste über Leibschmerzen. Da raunte ihm der Alte zu: Das will ich wohl glauben, wenn man ein Pferd mit Stumpf und Stiel gegessen hat. Da antwortete jener: Hättest du mir das im Walde gesagt, so würdest du es jetzt nicht mehr sagen können. Eine indirekte Drohung, ja, durch die Blume. Nein, Quatsch, das war nicht durch die Blume, das war eine Drohung halt, ne? Schade, dass es da nicht weitergeht. Hätte ich jetzt gerne mal gewusst, was da noch nachkommt. Naja gut, hier gibt es noch was im Kleingedruckten. Ich versuche das mal zu lesen. Es ist mal so ein bisschen schwierig. Für euch kann ich es jetzt hier unten wahrscheinlich jetzt nochmal zeigen. Da ist es größer auf dem Bildschirm, aber für mich ist jetzt hier ein bisschen schwierig, das zu lesen. Aber ich versuche es mal. Auch bei den Hellenen verwandelten sich Menschen in Tiere. Zeus verwandelte den König von Arkadien, Lykaon, in einen Wolf. Man vergleiche die Darstellung der Mythe durch Ovid. Der Erschrockene flieht. In die Stille der Flur, nun erreichend, heulet er auf und müht sich umsonst zu reden. Er sammelt Wut von ihrem selber der Mund, und er rennt in gewöhnlicher Mordlust gegen das schwache Vieh und freut sich auch jetzt so des Blutes. Raub in Zotten zergeht die Gewand und die Beine die Arme. Auch als Wolf behält er die Spur der vorigen Bildung. Gleich ist die Graue des Haares und gleich der Trotz in dem Antlitz, gleich dem Funklen Blicke und gleich die Gebärde der Wildheit. Voss, Ovids Verwandlung. Verstehe. Das war also quasi aus einem anderen Buch. Ja, der Werwolf. Da gibt es Werwolf, kommt auch aus dem Altdeutschen. Also dieses Wer ist für Altdeutsch für Mann. Also Werwolf ist Mann, Wolf, wenn man so will. Direkt übersetzt. Das Thema wurde ja in den letzten Jahrzehnt oder davor sehr durch die Mangel genommen. Der Werwolf und vor allem der Vampir. Irgendwie wird immer der Werwolf als Gegenspieler zum Vampir gesehen. Ist das schon immer so gewesen? Also ich meine, der Vampir ist doch ich weiß nicht, kommt der Vampir, also Dracula ist ja der Urvampir, kommt der nicht? Der kommt doch von dem Pfähler hier, der gegen die Ottomanen, gegen das Osmanische Reich, gegen die Türken lange Zeit alle gepfählt hat und sie quasi so viele abgeschlachtet davon. Da wurde ja dann, wie kommt jetzt der Name nicht? Draco oder sowas ähnliches. Davon ist ja Dracula inspiriert. Aber vor Dracula, gab es da schon ein Sinnbild für den Vampir? Also der Vampir an sich kommt ja von der Fledermaus. Aber was hat der Werwolf mit der Fledermaus zu tun? Also ich weiß nicht, ich habe da noch nie wirklich, vielleicht wisst ihr es ja, könnt ihr unten reinschreiben, aber warum ist der Werwolf der Klassenfeind vom Vampir? Könnt ihr mir das sagen? Ich meine, es gibt ja noch dieses wunderschöne Film, wo es ja genau darum geht, aber warum?
haben die sich irgendwann mal irgendwie beide gemeinsam in so ein Monster, da war die Mumie, da war der Vampir, da war der Werwolf, da war das Monster aus dem Sumpf und dann haben sie sich gestritten und gesagt, ey, jetzt gibt's nichts mehr. Kam der Hinzelmann unten ran, hat den Werwolf eine geditscht und den Vampir gepiekst und dann die Degen weggenommen und dann haben sie sich gekämpft. Wie war's? Also warum sind die so pissig aufeinander? Naja, wer weiß das schon. Wie gesagt, wenn ihr es wisst, schreibt mal gerne was drunter. Ich habe nämlich keine Ahnung davon. Nächste Sage. Die Schlangenkönigin. Ein braves Hirtenmädchen fand oben auf dem Felsen eine kranke Schlange liegend, die nahe daran war zu verschmachten. Das erbarmte das Mädchen, sie nahm ihren Milchkrug und labte das Tier damit. Die Schlange leckte begierig und kam sichtbar zu Kräften. Das Mädchen ging darauf weg und vergaß den Vorfall. Nun trat sich's, dass ein armer, aber rechtschaffener Bursche um sie warb. Sie war ihm von Herzen gut, aber ihr Vater, der stolz auf seinen Besitz war, wollte nichts von ihm wissen. Wer seine Tochter freien wolle, sagte er, müsse mindestens so viel Vieh haben wie er. Seit der Zeit hatte der alte Hirt kein Glück mehr. Ein Stück fiel ihm nach dem anderen. Seine Herde schmolz furchtbar zusammen. Schließlich besaß er nicht mehr als der junge Bewerber, den er nun nicht mehr abweisen durfte. Am Hochzeitstag trat zu allen Erstaunen eine Schlange ins Zimmer, auf deren Schwanze eine schöne Jungfrau saß. »Du kennst mich nicht mehr?« sprach sie freundlich zu der Braut. »Ich bin jene Schlange, der du einstmals in schwerer Not Milch gegeben hast. Hab immer Dank dafür.« Damit nahm sie ihre goldene Krone vom Haupte und warf sie ihr in den Schoß. Seitdem blieben den jungen Leuten das Glück treu und sie kamen bald zum Wohlstand. Auch was sehr schön Kurzes. Trinken Schlangen Milch? Ich kann mir das nicht vorstellen. Also ich kann mir schon vorstellen, dass mal eine Schlange über die Weide kriecht und dann mal so einer Kuh in den Euter beißt. Komische Vorstellung. Aber Schlangen, die trinken doch keine Milch, oder? Das kann ich mir nicht vorstellen. Nein, das glaube ich nicht. Ich meine, Schlangen sind doch Fleischfresser, oder? Die fressen doch alles. Ja, können die überhaupt Milch verdauen? Na egal. Sind Schlangen nicht laktoseintolerant? Ja. Wer weiß. So. Ihr könnt bestimmt auch kein Getreide essen. Ne? So. Träume sind Schäume. Unsere Vorfahren hatten ein lebhaftes Streben nach Gold und plötzlichem Reichwerden, was in vielen Sagen zum Ausdruck kommt. Vor Zeiten träumte einem, er solle auf die Brücke in Regensburg gehen, da würde er reich werden. Also ging der Mann auf die Brücke Tag für Tag. Nach ein paar Wochen traf ihn da ein reicher Kaufmann. Dem war es aufgefallen, dass der junge Mensch seit einiger Zeit so häufig an diesem Ort anzutreffen war, und er fragte ihn daher, was er da suchte. Er antwortete: »Es hat mir geträumt, ich solle in Regensburg auf die Brücke gehen, da würde ich reich werden.« Der Kaufmann erwiderte: »Ach, was redest du denn da von Träumen? Träume sind Schäume und Lügen. Mir hat auch geträumt, dass unter jedem Baum«, er zeigte ihm den Baum, »ein großer Kessel voll Gold begraben sein soll. Aber ich achte nicht darauf, denn Träume sind Schäume. Das hat sich zu oft als wahr erwiesen.« Damit ging der Ratgeber. Der junge Schatzsucher aber machte sich in der Nacht daran, dem Kessel nachzuspüren, und grieb ihn auch richtig aus. Dass auch in der altdeutschen Jugend schon das Streben nach Geldbesitz steckte, scheint eine andere Sage zu beweisen. An einem Winterabend saß der Wagnermeister Wolf zu Großbiberau in Odenwald mit Kindern und Gesinde bei Herde und sprach mit ihnen von diesem und jenem. Da ward ein wunderbares Geräusch vernommen, und auf einmal rief die jüngste Tochter: »Blitz, Vater, was Geld, was Geld!« Es hatte sich nämlich unter dem Herde ein großer Kessel hindurchgezwängt, der tatsächlich mit Gold bis zum Rand gefüllt war.
Dieser Freudenschrei des Kindes war aber das Verkehrteste, was geschehen konnte, denn beim Auffinden von Schätzen muss die größte Ruhe herrschen. Freuen kann man sich, wenn die herrliche Gabe geborgen ist. Das wusste der Vater auch. Er warf ohne ein Wort zu verlieren das Erstbeste, was ihm zur Hand war, einen Bohrer auf dem Kessel. Aber es war zu spät. Der Schatz versank und nur ein Ring des Gefäßes, den das Werkzeug berührt hatte, blieb zurück. Mehr blieb der Familie nicht mehr von dem großen Reichtum. Mehr Glück hatte ein Schäfer bei Wenigerode am Harz. Ein frommer und stiller Mann, der seine Herde in einem benachbarten Tale weidete. In demselben befindete sich ein steinigem Erdboden eine kellerartige Vertiefung, die geradezu das Weinkellerloch genannt wird und in dem sich große ungehobene Schätze befinden sollen. Gegen Abend trat ein steinaltes Männlein zu ihm und sagte: »Folge mir, ich will dir die Schätze zeigen, von denen du nehmen kannst, so viel dir beliebt.« Das ließ sich der Schäfer nicht zweimal sagen, ging mit dem Alten, der ihn in das Weinkellerloch führte und von dort aus in einen Raum brachte, in dem schrecklich viel Gold aufgehäuft war. Der Schäfer suchte sich einen tüchtigen Klumpen aus und wollte den für heute mitnehmen. Eine unsichtbare Person riet ihm, den Schatz zum Goldschmied zu bringen. Das tat er auch und empfing eine große Menge Geld dafür. Er hätte sich damit begnügen können, weil aber der Goldhunger nie gestillt werden kann, so beschloss er, noch einmal sein Glück zu versuchen. Außerdem fiel ihm ein, dass er seine Handschuhe im Keller gelassen hatte. Die wollte er nicht missen, denn mit dem Besitz war die Habsucht in sein Herz eingezogen. Wieder fand er die Tür offen, kam in die Schatzkammer und versah sich reichlich, versäumte auch nicht, die Handschuhe, die nur ein paar Pfennig wert sein mochten, mitzunehmen. Das dritte Mal aber fand er den Eingang verschlossen. Da trat das alte Männlein zu ihm und sagte: »Hättest du den Handschuh nicht mitgenommen, so würdest du wohl den Eingang gefunden haben. Nun ist er dir auf ewig verschlossen.« Der Schäfer hatte nun wohl genug Geld zusammengebracht, aber es verdross ihn zeitlebens, dass er nicht den ganzen Schatz erworben hatte. Nie empfand er Freude über sein Reichtum, hatte überhaupt seitdem keine frohe Stunde mehr. Ein heiteres Gemüt bewahrte sich dagegen ein anderer Schäfer, der in der Nähe der alten Kaiserpfalz auf den Kyffhäusern seine Schafe weidete. Der hatte eine Sackpfeife, die er wohl zu handhaben wusste. Einmal blies er darauf ein höfisches Lied und rief darauf laut: »Kaiser Friedrich, Kaiser Friedrich, das sei dir geschenkt!« Da tat sich der Berg auf, und der alte Barbarossa zeigte sich und antwortete freundlich: »Gott grüß dich, Männlein. Wem zu Ehren hast du gepfiffen?« »Dem Kaiser Friedrich zu Ehren«, antwortete jener ohne Zagen. »So komm mit mir, damit ich dich dafür belohne«, erwiderte der Alte. Der Schäfer aber warf ein: »Ich darf nicht von meinen Schafen gehen.« Barbarossa nahm ihn aber die Sorgen ab, indem er ihr sagte: »Folge mir nur getrost, deinen Schafen soll nichts geschehen.« Nun musste der Schäfer wohl folgen. Der Kaiser nahm ihn mit in den Berg, in einen großen, schönen Saal, in dem er viele Herren und tapfere Diener erblickte, die ihn freundlich anblickten, weil er dem Kaiser Ehre erzeigt hatte. Der Alte fragte ihn darauf, welchen Lohn er begehre. »Keinen«, antwortete er, denn er war nicht habsüchtig. Da brach Barbarossa einen Fuß von einem goldenen Handfass ab, schenkte ihm den und zeigte ihm danach seine Rüstkammer. Da hingen seltsame Waffen, Harnische und Schwerter. »Sage die Leute draußen«, sprach er zu dem Hirten, »dass ich mit dieser Wehr einst das heilige Grab gewinnen werde.« Danach leitete er ihn der Kaiser wieder aus dem unterirdischen Schlosse ins Freie. Wie sich das selbst versteht, war der Fuß jenes Gefäßes von lauterem Golde. Reichen Segen brachte das Gold auch einen böhmischen Bergmanne, der unter seinesgleichen der Rote Leu hieß. Dieser suchte fleißig in den Bergen nach Edelmetall, aber mit so schlechtem Erfolge, dass er all sein Hab und Gut und schließlich das einsetzte, was ihm seine Frau eingebracht hatte.
Als er mit dieser einmal durch die Berge streifte, stieß sie an einem Stein und verletzte sich die Ferse. Ärgerlich trat der Mann den Stein auf die Seite und traf auf gediegenes Gold, wodurch er plötzlich sehr reich wurde. Der rote Leu durfte König Wenzel einladen, wobei er ihm 1 Tonne Gold schenkte. Den König Karle rüstete er hunderte Reiter aus. Geharnischte Reiter aus. Doch hieß es bei ihm, wie gewonnen, so zerronnen. Der rote Lor verlor nach und nach sein ungeheures Vermögen und starb als armer Mann. Ja, wie ich schon sagte, ne, da kommt einfach mal ein Zwerg und sagt, da ist Gold. Oder dazu wieder, also immer plötzlich Gold, 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 Gold. Ich meine, der Typ hat ja, 1 Tonne Gold hat er den einen Typen geschenkt. Ich habe mal so einen Goldbarren, mal wirklich so einen reinen Goldbarren mal in der Hand gehabt. Gold ist verdammt schwer. Also, ich meine, das Gold ist ja mittlerweile so aus unserem Alltag raus. Früher war das ja deutlich mehr. Ich weiß nicht, ob ihr euch da an der Sache auskennt. Ich will jetzt hier auch keine Halbwahren erzählen, aber es war wohl so, früher hatten die Menschen mit Edelmetall bezahlt, mit Silber, Kupfer und auch Gold. Je nach Metall war das natürlich mehr wert vom Gewicht her. Und irgendwann hat dann der Staat gesagt, okay, hat dem Volk das Gold genommen und dafür eben das Papiergeld eingeführt. Ja, das heißt also, das Gold, das Gold, was es hier in Deutschland gibt, ja, das ist unser Gold. Und ihr könnt auch, rein theoretisch, wenn ihr das wolltet, könntet ihr euer Bargeld nehmen, zur Bank gehen und sagen, hier, ich möchte mein Gold. Also mein Anteil an des Goldes. Weil das Gold gehört nicht der Bank, sondern dem Volk. Es ist unser Gold. Ja? Ihr könnt rein theoretisch auch mit Gold bezahlen. Ja, ihr könnt, sagt da hier, ich habe einen Krügerrand. Der eine oder andere wird ja sowas vielleicht haben sogar. Und dann gehst du los und bezahlst damit. Ich glaube, das hat man mittlerweile ein bisschen reguliert. Ich glaube, du kannst nur bis 20.000 Euro mit Gold zahlen. Aber ja, dennoch geht das. Das Problem nur eigentlich ist, naja, mit Gold zahlen ist natürlich ein bisschen schwierig. Normalerweise brauchst du dann eine kleine Waage und musst das abwiegen. Und dann kann man ja immer behaupten, und ich denke mal, das war auch das Ding, warum man gesagt hat, okay, wir gehen jetzt auf Papiergeld über. Man kann Waagen zinken. Ja, das ist die Waage eben irgendwie ein bisschen gefälscht. Oder das ist kein echtes Gold, sondern Talmiergold. Das war wahrscheinlich das größte Problem. Ja. Aber um das nochmal hier zurückzukommen, 1 Tonne Gold? Wie hat denn die weggeschafft? Ich meine, ich stelle mir gerade vor, wie man Gold findet. In welcher Form findet man denn Gold? Das ist doch immer so ein Nugget. So, wie viele Nuggets hat denn der bitteschön da gefunden? Und wie hat er das... Ich mache mir wieder Gedanken über eine Geschichte, die wahrscheinlich gar nicht so passiert ist. Aber es ist schon verrückt, wie Gold in den Köpfen der Leuten damals war. Und heute ist es nicht mehr, weil wir gar nicht mehr mit Gold zu tun haben. Aber ich sag euch, wenn es mehr Gold im Umlauf wäre, würde auch bei einem von euch die Goldsucht entstehen. Ah, Gold, 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 Gold. Und damit meine ich jetzt nicht irgendwelchen billigen Goldschmuck, den er euch um sich rum baumelt, der verschmolzen wurde mit irgendwie Silber, sowas, sondern richtig reines Gold. So, hier ein Goldklumpen, da ein Gold, hier einen richtig dicken Goldnagel. Aber Mensch, ja, und Träume sind Schäume. Ja, den Reim gab es schon damals. Passt ja auch sehr gut. Ja, Mann. Ja. Und hier mit seinem Reichtum hat er überhaupt keine frohe Stunde mehr. Ja. Quasi, ja, sei mit dem zufrieden, was du hast. Naja. Bei manchen, die kriegen den Hals eben nicht voll. So. Ich glaube, jetzt kommen wir zur letzten Sage von heute. Genau. Tiere als Menschenfreunde. Vor langen Jahren ging ein armer Hausierer durch den Böhmer Wald nach Reichenau. Er war müde geworden und setzte sich nieder, um sein Stückchen Brot zu verzehren. Während er so aß, sah er ein Mäuschen, das vor ihm seine Füße hin und her lief. Endlich setzte es sich vor ihm hin und sah ihn an, als erwartete es etwas.
Der gutmütige Mann tat dem Tierchen nichts zuleide, warf ihm im Gegenteil einige Brosamen hin und freute sich darüber, dass es die kleine Gabe annahm und ohne Scheu verzehrte. Er warf dem Tiere darauf noch mehr hin, so dass die beiden so ungleichen Wanderer eine gemeinsame Mahlzeit hielten. Als er fertig war, stand er auf, um einen Trunk an der Quelle zu tun. Als er zurückkehrte, lag ein Goldstück auf dem Platze, auf dem das Mäuslein gesessen hatte. Eben kam es wieder mit einem zweiten und lief fort, das dritte zu holen. Der Mann ging nach und sah, wie das Tier die Münze aus seinem Loch holte. Da nahm er seinen Stock, öffnete den Boden und fand einen großen Schatz mit lauter alten Goldstücken. Den hob er aus und sah sich dann nach dem Mäuschen um, aber das war verschwunden. Das Gold trug er heim, lebte davon bis an sein Ende, tat aber auch den Armen damit viel Gutes. Ähnlich wird von Herzog Heinrich von Breslau berichtet. Als dieser diese Stadt Krakow eingenommen hatte, ging er als frommer Mann zuerst in das Münster, um Gott für den Sieg zu danken. Da bemerkte er eine Taube, sah ihrem Fluge nach und beobachtete, dass sie sich auf das Kapitäl eines Pfählers setzte. Dann nahm er wahr, wie sie mit dem Schnabel in den Mauer pickte und mit den Füßen Steine und Mörtel hinter sich schob. Bald darauf fiel ein Goldstück mit hellem Klange auf die Steinpflaster. Der Herzog nahm es auf und sprach: »Das hat die Taube herausgeholt. Wo das gewesen, dürfte leicht noch mehr sein.« Sogleich ließ er eine Leiter holen und einen Maurer, der nachsehen sollte, ob sich da oben noch mehr Gold befinde. Der Mann stieg hinauf, und bei dem ersten Schlage des Meißels merkte er, dass sich ein großer Schatz da befinde. Da rief er: »Herr, gebt mir einen guten Lohn, hier liegt das glänzende Goldes viel.« Der Hort wurde nun gehoben, als man ihn wog, waren es gegen 25.000 Mark. 50.000 Mark. Hier auch wieder ein plötzlicher Goldfund, einfach so, einmal durch eine Maus und einmal in der Mauer eingearbeitet, das Gold. Ja, ist verrückt. Gold, 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 macht die Leute verrückt. Gold, 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 Gold. Das war's für heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ja, schreibt einen Kommentar, abonniert den Kanal oder liked mich, was ihr möchtet. Und dann sehen wir uns bei der nächsten Folge von Genau. Macht's gut.